willkommen zurück bei der Maxwell DNA Serie 2.0. Heute geht es um das bewusste Leben. Bei diesem Wert geht es darum, einen täglichen Aktionsplan festzulegen, der mit den eigenen Überzeugungen, Werten, Gaben und dem Lebensziel übereinstimmt. Denn nur wer die Richtung kennt, kann auch am Ziel ankommen. Unser Special Guest heute ist Alexandra. Ihre Passion ist es, Frauen zu bestärken, endlich ganz für sich zu gehen und mehr von ihrem Potenzial an die Oberfläche zu bringen. Seit über 20 Jahren investiert sie in Ausbildung und in Trainings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Leadership. Also lasst uns in den heutigen Podcast eintauchen. Anja, vielen Dank für die Intro und ich heiße Alexandra. Herzlich willkommen, Alexandra. Wie geht es dir? Dankeschön. Mir geht es hervorragend. Das Wetter passt auch heute perfekt dazu. Ich habe viel zu tun und es macht mir Spaß. Machst du vieles im Garten oder outdoors oder was meinst du? In meiner Tätigkeit. Also okay, in deinem Beruf, okay. Ja, ich dachte, vielleicht wirst du die Gelegenheit nehmen, ein bisschen spazieren gehen oder Sport oder im Garten, keine Ahnung. Ne? Das wahrscheinlich auch. Das gehört dazu auch, ne? Ein bisschen. Absolut. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen nochmal und natürlich wir heißen unsere Zuschauer auch herzlich willkommen. Aber bevor wir loslegen, das ist für unsere Zuschauer natürlich, wenn ihr unserem Kanal noch nicht folgt, ihr könntet das jetzt gerne tun, ne? Und vergesst bitte nicht, uns ein Like geben. Das würde uns helfen, mehr Leute, mehr Zuschauer mit unserem Content zu erreichen. Außerdem, wenn ihr über unseren kommenden Veranstaltungen, Webinare, Artikeln und mehr auf den Laufenden bleiben möchtet, folgt einfach unseren Maxwell Leadership Dach Social Media Content. Alle Links könntet ihr in den Videobeschreibungen finden. Und natürlich auch Alexandra. Alexandra, du hast Facebook und Instagram, richtig? Ja. Gut. Also ihr werdet auch Alexandras Links in der Beschreibung finden. Du bist Coach, du bist zertifiziert. Könntest du unserem Publikum, unseren Zuschauer bitte ein bisschen über dich erzählen? Wer ist Alexandra Kopp-Müller? Also, die Alexandra ist, ist jemand, die sich vor vielen, vielen Jahren über den Impuls von John Maxwell in das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Leadership verliebt hat. Und zwar hat er damals einfach mal in einem Interview die Frage gestellt, what's your passion? Was ist deine Passion? Und mit dieser Frage hat er mich komplett überrumpelt, weil ich hatte keine Antwort. Damit hat eine ganz, ganz große, tolle Reise begonnen. Und ich bin auch seit über 20 Jahren im Network Marketing tätig. Diese beiden Dinge, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, das kann ich mit dem Network Marketing perfekt verbinden, weil das auch für mich der Kern in all dieser Tätigkeit ist. Also es geht bei mir immer über Leadership, über Persönlichkeitsentwicklung und über den Beitrag, den ich oder den eben mein Team für andere sein kann oder leisten kann. Ja. Alexander, wir werden heute über einen Wert, einen Maxwell Leadership Wert. Wir reden über diese Akronym Maxwell DNA. Und du hast ausgesucht, lebe bewusst. Das ist eine ganz interessante und schöne Wert. Was bedeutet dieser Wert für dich? Also für mich persönlich ist es der Kern von allem. Wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, wenn wir von Leadership sprechen, dann ist dieses Intentional Living, das für mich ja auf Englisch viel cooler klingt. Das beinhaltet viel mehr, als wenn ich jetzt sagen würde, bewusst zu leben, weil da kommt ja dann auch noch die Absicht, das Absichtsvolle dazu. Und wenn wir darüber nachdenken, dass es ja in allen von uns angelegt ist, dass wir ein Leben führen wollen, das wirklich zählt, wenn wir
wollen, dass unsere Geschichte eine Bedeutung hat, dann ist das für mich die Basis und vor allem auch die Anleitung für den Erfolg auf allen Ebenen, in jedem Bereich. Ja? Und beginnt natürlich mal zuerst mit dieser Klarheit, die ich dazu brauche, einmal die auszuarbeiten. Das ist ja schon mal eine spannende Reise. Ja, und dann geht's weiter bis hin zu der Frage, welcher Beitrag kann ich denn sein für andere? Ne? Und genau diese Bandbreite ist etwas, das mich total begeistert und antreibt. Und hast du immer bewusst gelebt? Das kann ich nicht mit Ja beantworten. Das ist eine schwierige Frage. Wir brauchen eine ganze Stunde oder vielleicht nur dafür, oder? Absolut. Aber was ich schon glaube, ist, nachdem ich diese Frage damals so gekriegt hat, Ja. also das hat etwas ausgelöst und auch, was er so immer geschrieben hat und erzählt hat, da hat schon etwas in mir mitvibriert. Das heißt, in irgendeiner Form war da schon ein Samen angelegt, weil sonst hätte ich mich nicht so da hineingestürzt und hätte nicht gleich erkannt, wow, das ist mein Ding, ja, da will ich mehr wissen und da will ich mich weiterentwickeln. Wow. Ja. Also wie praktizierst du das in deinem täglichen Leben? Also diese Bewusstleben. Für mich persönlich, indem ich Oder mich, beruflich auch. Also, also das ist ein Teil deines Lebens, richtig? ja, ich meine, ja, es ist ja immer, wie soll ich das sagen? Wenn du dich immer, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dich wirklich selbst zu reflektieren, regelmäßig, und wenn du wirklich schaust, was begegnet mir im Leben, wie möchte ich darauf antworten, das ist ja schon mal der erste Schritt für dieses Intentional Living. Das gelingt mir immer besser. Und ich glaube ja auch nicht, dass man hier ein Profi werden muss, sondern es geht ja immer nur darum, dass wir ja alle immer ein Next Level haben und in diesem Bewusstsein sich stetig weiterzuentwickeln. Ja? Stetig zu fragen, was kann ich morgen besser machen? Wie kann ich meinen Beitrag noch erweitern für andere? Wie kann ich da auch noch besser werden? Wie kann ich mein Leadership verbessern? Und auch das dann in anderen sozusagen wachzurufen, eben genau dieser Beitrag zu sein mit meiner persönlichen Stärke, hat ja jeder seine eigenen Stärken. Und in diesem Segment kann jeder seine Stärken einbringen und dann eben dieser Beitrag für andere werden. Und das ist etwas, was ich auch im Team immer wieder auch anstoße. Das ist quasi der Kern meiner Teamarbeit. Und es geht immer um Wachstum, es geht immer um Veränderung und darum, genau, wie kann ich mich persönlich hier am besten einbringen, wie kann ich hier persönlich am besten wachsen und das dann weiter. Also es ist wahr, ne? Wir alle haben unseren eigenen Wachstumsprozess. Ja, dann in diesen 10 kannst du vielleicht mit uns eine Erfolgsgeschichte mit uns teilen, also in der du diese Wachstums erlebt hast. Ja, absolut. Also speziell jetzt in meinem Team sehe ich das und das ist etwas, was mich wirklich täglich berührt. Und es sind wirklich bahnbrechende Veränderungen in der Persönlichkeit. Also da geht es wirklich um, wenn ich jetzt über die Jahre so zurückblicke, Quantensprünge. Also wenn ich das vergleiche damals, wie wir begonnen haben und wo wir jetzt sind, da haben sich Menschen wirklich total in Richtung ihres Potenzials und in Richtung ihrer Größe entwickelt. Und das Schöne ist auch zu beobachten, wie sie dabei immer mehr beginnen zu strahlen, wie sie sich wohlfühlen und wie sie erkennen, wow, je mehr ich wachse, umso mehr habe ich zu geben. Alles, was ich im Leben will, hängt mit meinem persönlichen Wachstum zusammen. Und der John Maxwell hat es ja auch selber mal gesagt, der Wert überhaupt vom persönlichen Wachstum ist es, mal prinzipiell einfach diesen Impuls auch zu bekommen, sich mit dem Thema Wachstum auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich gerne mache. Ich inspiriere Menschen gerne, wirklich da mal einzutauchen, weil das ist im Prinzip eine Reise zu dir selber. Aber dann auch wirklich dran zu bleiben. Da sagt er, das ist der Wert von Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist eine Herausforderung für viele Menschen, dabei zu bleiben.
Ne? Also das ist eine von vielen, nehme ich an, aber in deiner Erfahrung, welche sind die typische oder häufige Herausforderungen, die Leute erfahren auf dem Weg zum Ja, Wachstum? ja, also das ist ja dann auch das Spannende. Mhm. Und dann das ist genauso der Knackpunkt. Da stellt sich dann die Frage, bleibe ich dran oder Mhm. gebe ich auf? Ne? Okay. Und die Challenge beginnt ja für mich einmal mit der Frage, grundsätzlich, die kann sich jetzt ja auch jeder stellen, wie würde überhaupt ein großartiges Leben für mich aussehen? Mhm. Ja, und ich arbeite zum Beispiel persönlich gerne mit dem Begriff meiner Zielpersönlichkeit. Ja? Okay. Wer will ich denn dann sein, Mhm. wenn ich quasi mich weiterentwickelt habe? Welche Version von mir, wie würde die aussehen? Mhm. Und wenn man sich auch selber einmal diese Frage stellt, dann spürt man vielleicht, dass hier eine gewisse Energie frei wird Mhm. und du bist dann motiviert, weil du bemerkst plötzlich, da ist ja noch so viel mehr. Du kannst das vielleicht ganz kurz sehen, dass gewisse Dinge wirklich anders sein könnten. Mhm. Und hast vielleicht sogar eine neue Idee, wie du das erreichen könntest. Mhm. Ähm, die grundsätzliche Herausforderung ist aber meistens, dass diese Idee vielleicht die Power von ein paar Wochen hat, weil das ist Mhm. ja ganz neu. Ne? Mhm. Diese Power, diese Idee stößt dann auf ein Programm, das sich in mir schon seit 20, 30, 40, 50 oder weiß nicht wie viele Jahren, je nachdem wie alt du bist, Mhm. schon etabliert hat, inklusive der Geschichten, die du dir dann auch noch täglich erzählst. Ne? Und diese Mhm. Kraft ist ja voll im Laufen und die stößt jetzt auf diese Idee, die noch so wenige Wochen alt ist. Mhm. Und das ist genau dieser Gap, der daraus entsteht. Ne? Hier Mhm. stehe ich gerade mit diesen alten Geschichten, mit meinen alten Gewohnheiten. Da Mhm. ist jetzt die Idee, okay, wie kann ich jetzt dieses Gap schließen? Mhm. Und da kämpfen wir sehr oft eben gegen unseren Verstand, der uns in Sicherheit behalten will. Ja, hat übrigens auch ganz viel mit unserer Ernährung zu tun, wie wir da in den Mhm. alten Programmen aufgestellt sind, Mhm. beziehungsweise wenn wir da mit Reinigung arbeiten und so weiter, Mhm. können wir das viel leichter auch auflösen und mehr in die Richtung von dieser neuen Idee gehen. Ja? Mhm. Darmgesundheit hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ist ja auch etwas, was mich total fasziniert. Mhm. Ja, und das würde ich sagen, dieser Gap, diese Hartnäckigkeit von den alten Programmen, das ist die große Herausforderung. Wow. Das ist so interessant. Du redest gerade über Mindset oder Glaubenssätze, Ernährung und verschiedene Gewohnheiten, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, richtig? Und ich habe gerade 3 Kunden, die sie haben sehr Schwierigkeiten mit Schlafengewohnheiten. Also Ja. sie können nicht den goldenen Mitte finden. Ne? Also manchmal so, manchmal so, manchmal sie gehen ins Bett um 2, 3 Uhr morgens. Natürlich, hat eine Wirkung. Ne? Also Mhm. der Körper, Geist, alles. Ne? Also, aber es ist sehr, sehr schwer für ihnen, diese Änderung zu schaffen. Wir sind auf dem Weg, aber ich nehme an, viele Leute leiden unter diese verschiedenen Faktoren, oder? Absolut. Das ist ein kleiner Teil, aber ich kenne viele, die dieses Thema auch betrifft und Mhm. vieles, vieles mehr. Und da ist wieder so die Kraft einer Community von Gleichgesinnten. Wenn du Mhm. die hast, dann merkst du, du bist nicht alleine. Mhm. Wir machen es gemeinsam, wir wachsen gemeinsam, wir unterstützen uns gemeinsam. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen einfacher oder nicht ein bisschen, das ist jetzt untertrieben, Mhm. als wenn ich mich jetzt ganz alleine fühle und so wie du anscheinend das in Coaching anbietest, genau das braucht es dann. Ne? Und vielleicht dann eben auch noch andere deiner Kunden kennenzulernen Mhm. und da wirklich gemeinsam vielleicht Ja, etwas nach vorne bringen. Ja? das stimmt. Ja, absolut. Ähm, also du bist in Österreich. Wie offen sind die Leute? Ich war einmal in Österreich, aber ganz, ganz nördlich. Also ich habe ein bisschen
Wanderung gemacht mit der Familie. Ja. Das ist sehr schön, sehr schön. Ich habe das genossen. Aber ich kenne Österreich nicht wirklich. So, was ist deine Meinung? Also, gibt es eine Offenheit in deiner Erfahrung? Also, suchen die Leute nach Hilfe? Sind die Leute bewusst? Wollen sie einen Wachstumsplan entwickeln in ihrem Leben? Was ist deine Einschätzung? Also ich glaube, ja, ich meine, diese Menschen, die hat es schon immer gegeben, die gibt es Mhm. aber auch in der Schweiz, in Deutschland. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendein Land, dass da die Leute mehr oder weniger offen oder verschlossen sind, weil es ist immer die Frage, nach wem halte ich Ausschau, Mhm. wen ziehe ich auch durch mein Magnetfeld sozusagen, durch meine innere Einstellung an. Mhm. Aber ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist, dass wir jetzt ja alle spüren, irgendwie, es verändert sich alles, Mhm. auch energetisch. Und ich glaube, dass viele jetzt noch viel offener sind als früher, genau für diese Themen, Mhm. weil sie eben Schritt für Schritt erkennen, Mhm. im Prinzip ist das alles, worauf es ankommt. Mhm. Ja, also das ist die Basis, nicht alles, worauf es ankommt, das ist die Basis für ein erfülltes, glückliches Leben, wenn ich plötzlich merke, ich habe es selbst in der Hand. Mhm. Und wenn es mir jetzt nicht gefällt, wie es ist, einfach zu wissen, ich kann es verändern. Und das, glaube ich, das wird jetzt immer wacher in den Menschen. Vielleicht auch ein bisschen durch Social Media Mhm. oder eben einfach durch die allgemeinen Veränderungen im Außen. Ja, ja, ja. Wow. Also man merkt, du bist echt leidenschaftlich überzeugt, ne, bewusst zu leben. Ne? Das ist schön. Also wie spielt denn diese Wert, diese Maxwell Leadership Wert eine Rolle bei der Gestaltung deiner Zukunft? Ähm, Wie gesagt, also das ist für mich echt der Kern meiner Mhm. Arbeit, auch mit meinem Team. Mhm. Und es ist tatsächlich mein Rezept für Erfüllung. Mhm. Ja, Mhm. weil ich einfach erkenne, wenn ich mich persönlich weiterentwickle Mhm. und dann, weil ich mich weiterentwickle, ich immer mehr zu geben habe Mhm. dadurch, Mhm. weil ich ja dann ja andere Dinge in mir aufnehme, die ich dann weitergeben kann. Ich bin dann auch eine andere Persönlichkeit. Und es geht auch um dieses Weitergeben, Mhm. Beitrag, der du sein kannst. Und diese beiden Dinge zusammen, ich rate es jedem, das auszuprobieren. Ähm, Das ist das Rezept für nachhaltiges Glücklichsein. Mhm. Ja? Ich meine, es ist schön, das neue Auto, das neue Haus und der Urlaub, Mhm. das ist alles super, aber das ist immer nur kurzfristig. Das, was uns wirklich glücklich macht, ist der eigene Fortschritt, ist die eigene, sage ich mal, Weiterentwicklung. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Next Level bedeutet ja auch immer, einfach ein Stück besser zu werden, den Fokus drauf zu halten, Mhm. einfach ja, das immer wieder mehr auf die nächste Stufe zu bringen, ohne Druck jetzt und ohne um Gottes Willen und jetzt gibt es nur mehr das, sondern das einfach so im Hinterkopf oder im Herzen zu tragen, ähm, dass man einfach in diese Richtung fokussiert ist. Ja? Mhm. Und dann wird man auch erleben, dass diese Ausreden, die man vielleicht hat oder diese äußeren Umstände, die immer wieder dazwischen kommen, dass man etwas Mhm. nicht machen kann, Mhm. je fokussierter ich bin und je mehr ich in dieses Intentional Living eintauche und Mhm. je bewusster und absichtsvoller ich da werde, Mhm. umso weniger äußere Umstände werden mich dann von meinem Traum, von meinem Ziel abhalten. Und irgendwann einmal bin ich dann so gefestigt vielleicht, ja, dass es gar nichts mehr gibt, was mich im Außen aufhalten kann. Mhm. Dann bin ich wirklich selbstbestimmt. Ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Alexandra, wie du weißt, also wir bauen gerade eine Maxwell Leadership deutsch sprechende Region Plattform und Ja. einige der Zuschauer, die uns gerade sehen, denken vielleicht darüber nach, Coach zu werden. Mhm. Andere vielleicht sind bereits Coaches, aber suchen jedoch nach einer Community, einer Gemeinschaft. Du hast gerade über Gemeinschaft gesprochen. Ne? Ja. Vielleicht suchen sie nach einer Gemeinschaft von Coaches auch, zu der sie gehören können. Und wieder andere vielleicht denken darüber nach, eine Zertifizierung zu erhalten, weil dieses ihnen helfen könnte oder werde, bessere Leiter zu werden.
Welchen Ratschlag hast du für diese Zuschauer? Warum sollten sie erwägen, Teil der Maxwell Leadership Family zu werden? Also also es ist einfach, es gibt diesen Ausdruck, den hast du eingangs erwähnt, das ist diese Maxwell DNA. Mhm. Und wenn du da mal eingetaucht bist, das ist etwas, das schlägt in dir, das bist du einfach. Und das hat mich persönlich immer sehr, sage ich mal, motiviert und getragen. Mhm. Und wenn ich an diese Zertifizierung denke, ich habe das damals in Orlando gemacht. Mhm. Der Tisch, das erste Mal, wie ich dort war, dieser Tisch mit diesen Leuten, die da gesessen sind, mit denen habe ich heute noch Kontakt und das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Das ist so schön, oder? Ja, man bleibt verbunden. Mhm. Warum? Weil man einen gemeinsamen Purpose hat, weil Mhm. man hier ist, um ein Beitrag zu sein. Und man sagt ja, diese Bestimmung, wenn man die mal in sich hat, das ist wie ein Schneeball, der bergab rollt. Mhm. Das wird immer größer. Mhm. Und für mich war das ist etwas, das möchte ich mir nicht mehr wegdenken. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und es ist heute noch jeden Tag ein Teil meines Lebens. Genau, Mhm. und wie gesagt, das ist persönliches Wachstum und Leadership, das sind ja die Grunddinge, die hier gedeckt werden. Mhm. John Maxwell sagt ja auch immer, Leadership is Influence. Mhm. Und wenn du dieser positive Einfluss sein willst, dann tauch unbedingt dort ein. Es wird sich vielfach, sage ich mal, es wird vielfach zurückkommen. Ja. Mhm. Ja, also es ist wahr, was du erzählst, weil ich war zum ersten Mal bei einer IMC, aber nicht in Orlando, sondern in Paris, in Frankreich, letztes Jahr. Absolut schön, absolut begeistert. Also ich habe so viele neue Leute kennengelernt, die Atmosphäre, die Energie, die Lehre, absolut. Ne? Also es ist anderes, wenn man etwas liest, aber wenn man das erlebt, wenn der Sprecher, wenn ein Redner vor dir steht und über XY-Themen uns helfen, ist es absolut ein Erlebnis, oder? Absolut, Ja, absolut wert und life-changing. ja, absolut, life-changing. Also, und vielleicht hier können wir nochmal unsere Zuschauer erinnern, also einladen. Vielleicht ihr habt noch nicht die Chance oder ja, Orlando war gerade, also es ist gerade vorbei passiert, also ja, vor ein paar Tagen, ne? Ja, genau, aber in Oktober vielleicht könntet ihr der IMC in Frankreich besuchen. Also dann, wie gesagt, also wenn ihr über unsere Veranstaltungen, Webinare oder mehr Informationen zum alle, was wir tun, also unsere Links sind in der Videobeschreibung. Ihr könntet uns einfach folgen und ja, ihr könntet mit uns in Kontakt kommen. Ne? Wir werden uns freuen. Alexandra, bevor wir diesen Interview abschließen, ja, hast du ein letztes Wort der Ermutigung für unsere Zuschauer? Ein letztes Wort der Ermutigung. Das ist ein großer Last, ne? Gerade jetzt, like, oh, ein Wort des Weisheit. Der Weisheit. Da würde ich gerne einfach ein Zitat von John Maxwell vielleicht bringen. Mhm. Ich würde sagen, darf ich zwei bringen? Natürlich. Du kannst so viel, wie du willst. Okay. Ich denke mal, wenn du hier zuhörst, dann hat es auch einen gewissen Grund, dann bist du ein like-minded, ein Gleichgesinnter sozusagen. Und ich glaube, wir sollten einfach uns viel mehr zusammentun, viel mehr auch gemeinsam gestalten. Und da gibt es ein Quote von ihm, wo er sagt, ich möchte einfach einen Unterschied machen mit vielen Menschen, die einen Unterschied machen wollen, also im Leben von anderen, indem wir gemeinsam etwas tun, das wirklich einen Unterschied macht. Ja. Und das ist für mich, jetzt kommt es wieder dahin, das ist für mich dieses Intentional Living, dieses bewusst, absichtsvoll zu leben, das weiterzutragen. Und etwas, was ich mit John Maxwell auch immer wieder und mit der John Maxwell DNA zusammenbringe, ist,
dieser Quote, wo er sagt, People don't care how much you know. Also den Menschen ist es egal, wie viel du weißt und du kannst deine ganze Weisheit drüber schütten. Es wird nicht auf den fruchtbaren Boden fallen, bis sie erkennen, wie sehr sie dir am Herzen liegen. Also until they know how much you care. Also im Englischen reimt sich das ein bisschen, Ja, im also, Deutschen. ja, klingt sehr gut, ne? Aber das ist etwas, wo ich sage, das würde dann wirklich auch den Kreis schließen. Das verbindet uns alle und das drückt sehr viel von dem Kern aus, was ich auch in die Welt tragen möchte. Und was auch so ein Kernthema im John Maxwell-Team ist. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann würde ich auf jeden Fall in Frankreich dabei sein. Wunderbar. Natürlich, wir hoffen, bald unsere eigene IMC hier in den Dachregion zu organisieren. So, denn wir sind auf dem Weg. Ja? Aber dieses Jahr immer noch in Frankreich. Ne? Super, super. Ja. Dann freue ich mich drauf. Da bin ich dann ganz sicher dabei. Super. Naja, vielen Dank, Alexandra. Es war eine Ehre, mit dir heute zu sprechen. Nächste Woche für unsere Zuschauer. Wir werden wieder da sein mit der neuen Folge, die nächste Folge von unserem Maxwell DNA Akronym. Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.